DJ Gregs American Muscle ist wieder da. Ich hoffe, euch geht's gut. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, passend zum schönen Wetter hat mich die Post auch mit meinem Bremssattlack beschert. Und genau darum geht es heute in diesem Video. Schritt 1 ist im Großen und Ganzen, dass ihr das Auto vor dem Wegrollen sichert. Bockt das Auto dann dementsprechend hoch und setzt zur Sicherheit nochmal diese Kegel drunter, falls der Wagenheber versagen sollte, dass ihr einfach mal doppelt abgesichert seid. Und genau um diesen Bremssattlack geht es heute. Verraten werde ich euch heute noch nicht, um welche Farbe es geht, aber ihr werdet dann im Laufe des Videos erfahren, wie diese Bremssättel am Ende aussehen werden. Ich werde euch mal zeigen, was man alles mitgeliefert kriegt, wenn man Bremssattellack vom Foliatec bestellt. Dabei ist einmal ein Bremsenreiniger, finde ich eigentlich ziemlich praktisch, kann man gut Vorarbeit leisten. Dabei ist dann eine kleine Drahtbürste, mit der man dann quasi den Bremsstaub oder den Dreck von den Bremssätteln wegbekommen kann. 2 Pinsel, einmal jemals für die weiße Grundierung, die dann ungefähr 60 Minuten braucht so zum Trocknen. Einen Härter und einmal unsere Hauptfarbe. Neon. Wie gesagt, am Ende des Videos werdet ihr sehen, welche Farbe die Bremssättel bekommen. Und 2 Spatel, um einmal die Farben miteinander zu vermischen. Genau, und halt die 2 Handschuhe, damit man nicht alles auf die Hände bekommt. Und ja, weiter geht's. Nachdem wir also Schritt 1 befolgt haben, dass wir den Wagen hochbocken, absichern, kommt Schritt 2. Das heißt, ihr nehmt einmal den Bremsenreiniger und beschreit eure Bremssättel ordentlich vom Bremsstaub, sodass am Ende die Grundierung und die Farbe bestens halten. Genau. Am besten ihr nehmt euch noch so einen Karton drunter, damit nicht alles auf den Boden fällt. Stellt den quasi drunter, sprüht den Bremssattel gerade voll und fangt an von oben nach unten den Bremssattel zu reinigen. Und damit bietet ihr dann die erste Grundlage, damit die Grundierung schön haften bleibt und am Ende ein Top-Ergebnis bei rauskommt. So, kommen wir zu Schritt 3. Schritt 3 ist dann in diesem Falle, dass ihr die Grundierung nehmt, einmal ordentlich mit dem Holzspachtel verrührt und dann nehmt ihr einen von beiden Pinseln für die Grundierung und tragt die dann ordentlich und sauber auf den Bremssattel, nachdem ihr die quasi ordentlich gereinigt habt. Und das wird dann so ungefähr 60 Minuten dauern, bis die Grundierung dann getrocknet ist. Und danach solltet ihr nochmal nachschauen und könnt ihr dann eigentlich mit dem Lackieren mit der Hauptfarbe anfangen. Und nachdem ihr alle 4 Bremssättel rundherum grundiert habt und diese dann getrocknet sind, kommen wir zum letzten Schritt. Das wäre dann Schritt 4, dass ihr dann quasi die Farbe nimmt und mit dem Härter mischt und diese dann auftragen könnt. Zum Öffnen braucht ihr einfach einen Schlitzschraubenzieher. Aufpassen beim Aufmachen, kann nämlich unter Druck stehen und es kann sein, dass euch was entgegenfliegt. So. Und da haben wir die Farbe, die heute drauf kommt. So. Ihr öffnet einfach den Härter. Und zieht die Kappe vorsichtig ab und füllt den Härter komplett in die Farbe hinzu und vermischt das Ganze. Und nachdem der Härter jetzt mit der Hauptfarbe vermischt ist, wie wir sehen können, können wir dann im Endeffekt auch die Farbe, also die Grundfarbe, auf die Grundierung auftragen und dann den kompletten Bremssattel lackieren, warten bis es trocknet und dann auf das Endergebnis warten. So, nachdem ihr alle 4 Bremssättel lackiert habt und diese getrocknet sind, sehen eure Bremssättel dann so aus. Das ist das Endergebnis. Ja, zum Glück sind Farben Geschmackssache. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Mir persönlich gefällt es, da werden auch einige Kontrastfarben folgen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, über ein Abo, Kommentar würde ich mich freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video.